CO2-Kompensation, das ist ein sperriges Wort, dabei ist das Prinzip einfach. Ein Unternehmen oder auch ein Staat zahlt für Klimaschutzprojekte, um so den eigenen CO2-Ausstoß auszugleichen. Dieses weltweite System gibt es seit Jahren. Jetzt ist es in seinen Grundfesten erschüttert. Von Klimabetrug ist die Rede. Wir haben mit Vorarlbergs Experten über das Thema gesprochen. Das System funktioniert nur, wenn die CO2-Kompensation dem Klima tatsächlich etwas bringt. Zum Beispiel, wenn tatsächlich eine Fläche aufgeforstet wird. Das wird zertifiziert, also quasi amtlich bestätigt. Und da hat sich herausgestellt, über 90% der Zertifikate des weltweit größten Zertifizierers sind wertlos. Möglichkeiten zum Missbrauch gibt es viele. Dass zum Beispiel Bäume, die eigentlich 30 Jahre gepflanzt werden sollen, nach 5 Jahren Aufforstung nicht weiter gepflegt werden und nicht mehr da sind. Oder dass irgendwelche Waldflächen geschützt werden, daneben aber andere Waldflächen abgeholzt wurden. Wer kann kontrollieren, ob in Uganda nachher halt das 10. Waldaufforstungsprojekt halt nicht überfördert ist? Was uns sehr stört an diesen Zertifikatesystemen ist, dass es eine unzureichende Transparenz gibt, wie die Gelder tatsächlich verwendet werden. Muss man sich Sorgen machen, dass der Skandal auch Vorarlberg betrifft? Die Experten beruhigen. Und was wir tun, ist, wir bringen lokale Kompensierer zusammen mit lokalen Waldprojekten. Wir sind gar nicht an diesem internationalen Handel interessiert. Vorarlberger Firmen, die hier Vorarlbergern Wäldern helfen, wollen wir zusammenbringen. Geld kann hier für verschiedenste Dinge sinnvoll ausgegeben werden. Wir haben für jede Naturschutzorganisation oder Umweltorganisation einen eigenen Projektfonds und die entwickeln teilweise auch direkt Projekte, die für den Klimaschutz in Vorarlberg wirksam und notwendig sind. Genau hinschauen muss man aber immer wegen des Greenwashing. So nennt man es, wenn ein Unternehmen sich ein grünes Mäntelchen umhängt, ohne sich wirklich um die Umwelt zu kümmern. Das ist auch in Vorarlberg ein Problem. Das ist eigentlich relativ groß, weil damit viel Kraft und Potenzial aus der Bevölkerung und auch aus der Wirtschaft, die sich ernsthaft für einen Transformationsprozess hin zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft einsetzt, weil hier viel Geld und damit auch Kraft verloren geht, diese Bewegung zu unterstützen. Bei der CO2-Kompensation in Vorarlberg, etwa zur Aufforstung hiesiger Wälder, sollte aber alles mit rechten Dingen zugehen, so die Experten. Die heimischen Naturschutzorganisationen hätten ein Auge drauf.